Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Friends who've experienced the goodness and the kindness of God. Freunde, die die Güte und die Freundlichkeit Gottes erfahren haben. And that's why you are responding. Und deshalb reagiert ihr darauf. So look at verse 4. Schauen wir uns Vers 4 an. So keep coming to him who is the living stone. So kommt nun weiterhin zu ihm, der der lebendige Stein ist. You know, when the Bible says keep coming to him, Wenn die Bibel sagt, kommt weiterhin zu ihm, we have to understand that it doesn't actually mean that you have to go to find him. bedeutet das nicht, dass du ihn suchen musst. Because he already lives inside of you. He's not hiding. Denn er lebt bereits in dir, er versteckt sich nicht. You know, there are many terms like this that the Bible uses that we misinterpret because of religious ideas. Es gibt viele Begriffe wie diesen, die die Bibel verwendet, die wir aufgrund religiöser Vorstellungen falsch interpretieren. You know, neither do you have to come to him, nor do you need to ask him to come to you. Weder musst du zu ihm kommen, noch musst du ihn bitten, zu dir zu kommen. Because everything has already been settled. He lives inside of your heart. Denn alles ist bereits erledigt. Er lebt in deinem Herzen. Now, what then is the Apostle Paul trying to say here? The Apostle Peter trying to say here. Was will der Apostel Petrus hier dann sagen? You know, he's trying to say that you should constantly pursue the experience of living close to him. Er will damit sagen, dass du ständig nach der Erfahrung streben sollst, in seiner Nähe zu leben. Because everything else would be a contradiction through what happened to the finished work of the cross. Denn alles andere wäre ein Widerspruch zu dem, was durch das vollbrachte Werk am Kreuz geschehen ist. So it's like I constantly, in my heart, by choice, I have this approach that I will live close to the living stone. Es ist also so, dass ich ständig in meinem Herzen aus eigenem Wunsch den Entschluss habe, die Einstellung habe, nahe am lebendigen Stein leben zu wollen. Because in the original Greek, it's actually in the present tense. Denn im griechischen Original steht es im Präsens. So that means in every day, in the present tense, I constantly pursue this experience with Jesus. Das bedeutet also, dass ich jeden Tag ständig dieser Erfahrung, diesem Erlebnis mit Jesus nachjage. Because he is the living stone. Denn er ist der lebendige Stein. Look how beautiful. Schau, wie wunderschön. Though he was rejected and discarded by man, but chosen by God and is priceless in God's sight. Obwohl er von den Menschen verworfen und weggeworfen wurde, aber von Gott auserwählt und in Gottes Augen unbezahlbar ist. You know, I like the phrase that he is priceless in God's sight. Mir gefällt der Ausdruck, dass er in Gottes Augen unbezahlbar ist. There is nobody like Jesus, my friend. Es gibt niemanden wie Jesus, mein Freund. You know, if I look at my own life Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue and my own experience in my Christian walk, und meine eigenen Erfahrungen auf meinem christlichen Weg, here is my everyday experience. dann erkenne ich täglich Folgendes. If I don't consciously, by choice, choose to live in an intimate relationship with Jesus, Wenn ich mich nicht ständig bewusst dafür entscheide, in einer innigen Beziehung zu Jesus zu leben, before I realize it, there is kind of a distance in my heart between him and me. entsteht, bevor ich es merke, in meinem Herzen eine Art Distanz zwischen ihm und mir. Now that doesn't mean that I'm not a Christian. Das heißt aber nicht, dass ich kein Christ bin. It doesn't mean that I don't serve God anymore. Es bedeutet nicht, dass ich Gott nicht mehr diene. It means that the active experience is lacking. Es bedeutet, dass mir die lebendige Erfahrung fehlt. This is why I've learned to be very intentional in my relationship with Jesus. Deshalb habe ich gelernt, in meiner Beziehung zu Jesus sehr bewusst, sehr intentional zu sein. Think about it. Denk darüber nach. Doesn't the Bible say that Jesus is the bridegroom and we are the bride? Sagt die Bibel nicht, dass Jesus der Bräutigam ist und wir die Braut sind? Now, if you've been married or if you are married, Wenn du verheiratet warst oder es bist, I'm sure you will agree with my experience wirst du sicher mit meiner Erfahrung übereinstimmen. that your marriage will only be as good as you actually are intentional about it. Dass deine Ehe nur so gut sein kann, wie bewusst du sie führst. Do you know there are so many Christians Es gibt so viele Christen, that have marriages where I think it's really sad.
die Ehen führen, bei denen ich denke, dass es wirklich traurig ist. It's like they're still living in the same house, they're still sleeping in the same bedroom. Oft ist es dann so, sie leben im selben Haus, sie schlafen immer noch im selben Schlafzimmer. But there is this lack of kind of true emotional intimacy. Aber es fehlt ihnen an echter emotionaler Intimität. And you know why? Weißt du warum? Because they stopped being intentional. Weil sie aufgehört haben, intentional zu handeln. You know, in the beginning of the relationship, they were so intentional. Am Anfang ihrer Beziehung waren sie so intentional. They were going out on dates. Sie hatten Verabredungen, gingen zusammen aus. He brought her flowers or chocolate. Er brachte ihr Blumen oder Schokolade mit. So there was this constant actively pursuing of intimacy with one another. Es gab dieses ständige, aktive Streben nach Intimität mit dem anderen. Then routine sets in. Dann setzte die Routine ein. And routine is always destructive for every relationship. Routine ist für jede Beziehung schädlich. And I see this the same with so many Christians. Das sehe ich auch bei so vielen Christen. In their relationship with Jesus, it's just routine has set in. In ihrer Beziehung zu Jesus hat sich einfach die Routine eingestellt. And this is why the Apostle Peter says you have to keep coming to him who is the living stone. Deshalb sagt der Apostel Petrus, dass wir immer wieder zu ihm kommen müssen, zum lebendigen Stein. Which means you have to be constantly intentional in your pursuit of a living relationship with Jesus. Das bedeutet, dass du dich laufend um eine lebendige Beziehung zu Jesus bemühen musst. He is the incredible, wonderful, priceless choice of God for you. Er ist die geniale, wunderbare, unbezahlbare Wahl Gottes für dich. I heard a statement this week that it really impacted me. Ich habe diese Woche eine Aussage gehört, die mich sehr getroffen hat. And somebody said this. Jemand sagte, If Jesus would be one of the ways to God, wenn Jesus nur einer von vielen Wegen zu Gott gewesen wäre, then God would have been very, very cruel to let Jesus suffer like that. dann wäre Gott sehr, sehr grausam gewesen, Jesus so leiden zu lassen. He would have just not let him suffer and said, look, choose one of the other ways. Er hätte ihn einfach nicht leiden lassen müssen und gesagt, wählt einfach einen der anderen Wege. Jesus has been chosen by God to be the one priceless way to him. Jesus ist von Gott auserwählt worden, dieser eine unbezahlbare Weg zu ihm zu sein. Do you know you experience as much of Jesus as you consciously, intentionally pursue every day? Du erlebst so viel von Jesus, wie du jeden Tag bewusst und intentional anstrebst. So you keep pursuing that. Bleib also dran, jage dem nach. Don't let anything distract you from that. Lass dich durch nichts davon ablenken. And tomorrow we'll talk about something very beautiful. Morgen werden wir über etwas sehr Schönes sprechen. See you guys. Bis dann, Leute.